Unser erstes Thema, aktives Compliance- und Risikomanagement. Jede wichtige Information ist bei uns im Portal eingetragen. Risikominimierung und Nachweise. Die Geschäftsleitung muss das nämlich garantieren, dass die immer am aktuellsten Stand sind. Unser BMS-Cockpit. Ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zu meiner Präsentation. 3 EMS Use Cases mit den A's. Wir alle kennen das NAs. Es kann Prozesse abbilden, Organisationen abbilden, Rollen, Arbeitsanweisungen, Freigabe-Workflows, wir kennen das alles. Mit dieser Präsentation möchte ich Ihnen zeigen, dass man noch viel mehr mit dem Tool machen kann. Ich stelle mir ganz kurz vor, mein Name ist Lukas Krassler, ich bin 24 Jahre alt, ich arbeite seit 8 Jahren in der Firma BMS, habe zuerst 4 Jahre Automatisierungstechniker in der Werkstatt gelernt, habe dann eine Umschulung gemacht zum IT-Techniker, wo ich jetzt das NAs supporte und administriere. Ein paar kurze Worte über unsere Firma, bevor wir mit der Agenda beginnen. Die Geschäftsleitung, unser Geschäftsführer Franz Grünwald und unsere anderen 4 Prokuristen, den Herrn auf den linken Martin Grünwald, werden ein paar von Ihnen von vorigen Symposien noch kennen. Mein Chef sozusagen und der anderen Prokuristen, die für ihre Geschäftsbereiche zuständig sind. Wir wurden im Jahr 2005 in der Niederlassung St. Stephan gegründet, in Österreich, Kärnten, ist gleich da gelb markiert. Wir haben sehr schnell große Marktpräsenz gewonnen. Wir sind ungefähr 500 Mitarbeiter, arbeiten in der Firma BMS. Unsere letzte Niederlassung, die wir gegründet haben, ist in Villach im Jahr 2023 und wir sind da sehr stolz drauf. Wir sind so schnell gewachsen, dass wir die BMS-Gruppe gegründet haben. Wir haben nämlich mehrere Tochterfirmen, da möchte ich ganz kurz vorstellen. Die BMS Elektro- und Automationstechnik, das war der Beginn. Wir sind eine Schaltanlagenfirma, wir konstruieren Schaltanlage, montieren sie auch. Dann haben wir die BMS Valvetech, die ist in Ventilsysteme spezialisiert, in Hydrauliksysteme. Die BMS Digital Solutions GmbH, die haben wir heuer gegründet, ist in der Digitalisierung und Industrie 4.0 zuständig. Also papierlose Fertigung ist ein Wort dafür. Und die BSI Powerful Solutions ist eine Personalvermittlungsfirma. Unsere Auszeichnungen und Zertifikate zeigen wir sehr gerne, weil wir doch stolz sind, mit so einer kleinen Firma, mit der wir begonnen haben, schon Großes erreicht haben. Ganz besonders möchte ich vorstellen den IMAS-Preis, beste Umwelterklärung. Da unten sehen Sie ein kleines Foto davon. Warum ich das erwähne, ist, weil das NAs für uns da eine große Hilfe war, dieses Ziel zu erreichen. Wir sind sonst sehr ISO-Zertifizierung lastig. Warum verwenden wir das NAs, beziehungsweise warum ist das NAs für uns wichtig? Das NAs, wir brauchen das NAs, um die ISO-Zertifikate, unsere Firmen und unsere Niederlassungen irgendwie abbilden zu können. Es ist jetzt über die Jahre schon echt sehr viel geworden und man kann dann natürlich sehr schnell den Überblick verlieren. Das machen wir dann alles im NAs. Was sind unsere Kernkompetenzen? Wir sind, wie schon gesagt, eine Schaltanlagenfertigung. Die Schaltanlagen werden bei uns konstruiert und gebaut und dann montiert. Engineering, Automatisierung und Projektleitung. Manche Schaltanlagen werden dann programmiert für die richtige Baustelle. Dafür ist die Automatisierung zuständig. Energietechnik zur Projektplanung und Netzwerkanalysen, die Industriemontage, die Schaltschränke müssen auch bei der Baustelle montiert werden, die Service- und Instandhaltung, das Wort erklärt sich von selbst, Engineering, Maschinenbau und Anlagenbau und EMSR für Gasanwendungs- und Prozesstechnik. Unsere Partnerschaften möchte ich Ihnen ganz kurz sagen, weil wir auch dafür sehr stolz sind. Wichtige Namen sind die Siemens Solution, ich glaube, die kennt jeder von uns, und die Rital. Nach unseren Referenzen einfach das Bild kurz anschauen, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Was sind unsere aktuellen Entwicklungen? Wir haben eine Kooperation mit der Fachhochschule Kärnten. Das heißt, man hat in der Firma BMS in St. Stephan die Möglichkeit, eine Fachhochschule zu besuchen, weil nämlich die Fachhochschule ist bei uns gleich im Gebäude. Man muss sich das einmal vorstellen, man geht in die Firma BMS arbeiten und kann man danach, wenn man mit der Arbeit fertig ist, in einer Fachhochschule lernen gehen. Das kann man alles bei uns machen. Wir haben auch eine BMS-Akademie integriert. Wir wissen, wie schwer es ist, gutes Personal zu bekommen. Deswegen bauen wir die Lehrlinge, die wir bekommen, so auf, dass sie bei uns bis zum professionellen Kompetenzen Facharbeiter werden. Man kann in der BMS die Akademie besuchen und sich immer weiterbilden zu lassen. Und Unternehmen der Zukunft, wir gehen immer auf die Trends ein, was jetzt gerade in sind. Das ist noch eine kleine Roadmap von uns, BMS 2027, darf ich kurz vorstellen. Was da
wichtig ist die Marktschließung Deutschland. Wir versuchen, dass im Jahr 2027 in Deutschland eine Fertigung eröffnen, weil wir schon so viele Projekte aus Deutschland haben. Also ich bin die Vorhut, kann man schon sagen. So, nun kommen wir zur Agenda. Also 3 EMS Use Cases werde ich Ihnen vorstellen. Einmal das aktive Compliance- und Risikomanagement. Da werden wir im einen Bereich die IT genauer anschauen, mit der Ausgabe und Rückgabe von IT-Hardware-Ausstattung, die Lizenz- und Zertifikateverwaltung und wir werden uns ein kleines Video anschauen, wie ich das alles mache, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Risikominimierung und Nachweise, da haben wir uns viele Leute gefragt, weil voriges Jahr sind wir in das Thema Gefahrstoffkataster schon ganz kurz eingegangen. Dazu gehen wir jetzt mehr ins Detail und die Auswertbarkeit durch die Einzeldatensätze. Individuelle Maßnahmenmanagement mit den ACE. Das BMS-Cockpit ist das erkläre ich uns einfach nachher, wenn ich vorlese. Dann ein Kenntnisnahmetool war heute schon ein Thema. Da möchte ich Ihnen zeigen, wie wir das bei uns in der Firma BMS gemacht haben. Bei uns hat es in ACE, ist es das BMS-Portal. Das BMS-Portal, das in ACE wurde im Jahr 2007 gekauft und eingeführt, nur als Prozessabbildungstool. Der Auditor war vor der Tür, wir haben irgendwie Prozesse modellieren müssen bzw. erstellen müssen. Dann haben wir das Tool gekauft und das war es auch schon wieder. Wir haben die Prozesse abgebildet und dann haben wir so lange nicht mehr reingeschaut, bis nächstes Jahr wieder der Audit da war. Das haben wir jetzt umgestaltet und zwar indem wir gesagt haben, wir machen das BMS-Portal zu unserem Intranet, damit der Mitarbeiter unter dem Jahr öfters als wir einmal reinschaut. Man kann dann beim Bildschirm sehen, wir haben die BMS News zum Beispiel abgebildet, dass wenn er das BMS-Portal öffnet, sofort aktuelle Themen sieht. Soll anreizen, dass er mehr ins Portal schaut. Unser erstes Thema, aktives Compliance- und Risikomanagement. Wir haben den Begriff heute auch schon gehört, den Single Point of Information. Jede wichtige Information ist bei uns im Portal eingetragen. Das heißt Telefonnummern, Dokumente etc. Der Mitarbeiter, wenn er etwas sucht, soll er als erstes im BMS-Portal nachschauen. Was sehen wir wieder jetzt? Das ist meine Portalsicht, die kennen einige von euch und da habe ich meine IT-Ausstattung. Ich sehe da sofort, welche IT-Ausstattung bei mir zugeteilt ist. Das Gleiche haben wir auch bei der Software, welche Lizenzen ich zugeteilt habe. Dazu später mehr. Daneben sehe ich noch den Kürzel, Vorname, Nachname, Kostenstellennummer, Telefonnummer und in welcher Rolle ich bin. Unsere Firma ist ja rollenbasiert, jeder Mitarbeiter ist einer Rolle zugeteilt. Es können auch mehrere Rollen einem Mitarbeiter zugeteilt sein. Das verwenden sicher auch mehrere von euch. Jede Hardware im Portal ist eingetragen und referenziert. Als Beispiel habe ich da ein Handy, ein Smartphone. Ich sehe sofort, welcher Person ist es zugeordnet, welche Seriennummer hat es, welche IMEI-Nummer, welcher Hersteller das hat und welches Modell es ist. Das sind keine Texteinträge, das sind Modelle, die hinterlegt sind, damit man das später auswerten kann. Also Objekte sind da hinterlegt. Der Status ist in dem Fall auf aktiv, ob es jetzt auf Lager ist oder defekt oder inaktiv oder verloren, kann man da einstellen. Und welche SIM-Karte in diesem Handy ist. Wenn ich also jetzt auf die SIM-Karte mal aufdrucke, sehe ich sofort von der SIM-Karte mehr Informationen. Welche Nummer es hat, wenn es zugeteilt ist, in welches Smartphone es ist und die ganzen PIN- und Bookcodes. Weil, man glaubt es nicht, den kann man ganz schnell vergessen. Gerade in IT kommen viele Anrufe dafür. Natürlich können wir die ganzen Objekte, die wir angelegt haben, auch auswerten. Da habe ich eine kleine Auswertung vorbereitet. Das ist die sogenannte ID-Suche. Ich suche da nach allen Notebooks als Kategorie und habe sofort für mich eine Tabelle mit einer schönen Übersicht. Ich kann da dann auch Modelle sortieren, falls ich was Spezielles brauche und bei welchem Status sie sind. Das ist deswegen wichtig, weil die Hardware wird an den Bereichen weiter verkauft. Deswegen hinten die Kostenstellennummern. Zum Beispiel das Notebook mit der Bezeichnung BMS MP310 ist dem Mitarbeiter zugeteilt und das kann dann auf diese Kostenstelle dann gebucht werden. Genau, also das ist unser Portal. Wie schon erwähnt, auf der Seite hat man eine schöne News-Übersicht. Das ist wichtig, weil unsere Firma macht jetzt gerade eine riesen Organisationsumstrukturierung. Da sieht man das schön, da ist sogar ein Video verlinkt. BMS-Organisation neu. Da kann ein Mitarbeiter dann aufklicken, wird auf einer externen Webseite dann weitergeleitet und kann sich das Ganze dann ohne Probleme anschauen. Also was mache ich jetzt in dem Beispiel? Der Mitarbeiter Grassler Lukas hat gekündigt, hoffen wir es natürlich nicht. Aus irgendwelchem Grund, jetzt gehe ich her als IT-Techniker und suche mal den Namen.
Ich habe eine Administrationssuche, deswegen sind bei mir mehrere Suchergebnisse da und natürlich suche ich dann den Mitarbeiter Grasser Lukas aus. Was sehe ich da jetzt alles? Wie wir schon in meiner Portalsicht gesehen haben, ich sehe die Rolle, die Telefonnummer, welche E-Mail-Adresse er hat. Auch ganz wichtig, in welcher Niederlassung er ist, zu denen kommen wir auch dann später. Und seine ganze IT-Ausstattung. Was mache ich dann? Ich kontrolliere natürlich das, was ich dann hintergebe, ob das auch wirklich so stimmt, weil jede Hardware bei uns ist inventarisiert, also jedes Notebook, Monitor etc. hat eine BMS-Nummer oben, die dann da angezeigt wird. Genau, in dem Fall mache ich jetzt die SIM-Karten auf, sehe, aha, der hat die SIM-Karten und muss sie dann dementsprechend irgendwie abschalten, beziehungsweise kündigen, weil sonst sind das ja Kosten, die im Hintergrund immer weiterlaufen. Das mache ich da in dem Beispiel jetzt kurz. Ich kann die Nummer einfach auskopieren, kann da dann nach der SIM-Karten suchen mit der Nummer. Genau, und da sieht man, okay, der hat die SIM-Karten mit der Durchwahl, das ist alles richtig eingetragen. Genau, wir haben das Thema Lizenzen und Zertifikate schon angesprochen. Ich habe bei mir im Enace eine kleine Sicht gebaut für mich und meine Kollegen, also die ganzen IT-Techniker, dass wir alle Lizenzen drinnen abgebildet haben, die wir einmal gekauft haben. In dem Fall sehen wir dort schön VMware, TeamViewer, das sind Programme, die Sie wahrscheinlich kennen. Bei denen, das ist also eine Gruppierung. Wenn ich zum Beispiel dann ThinkCell aufmache, sind die Lizenzen dann aufgelistet mit den jeweiligen Schlüsseln und welchen Mitarbeitern es zugeteilt ist. Warum machen wir das? Das werde ich Ihnen gleich erläutern. Wir bekommen nämlich Benachrichtigungen, falls eine Lizenz abläuft. Jeden zweiten Arbeitstag wird eine Auswertung generiert, die uns dann sagt, frage ich nachher mal an, wir haben eine Auswertung erstellt, die sagt, von den heutigen Tag bis 20 Tagen in die Zukunft, check mir ab, ob irgendeine Lizenz ausläuft. Und wenn es dann ist, wird eine E-Mail raus generiert. Jetzt habe ich eine kleine Frage an euch, die ist leider nicht so leicht zu beantworten, weil da alles natürlich schön zensiert ist. Aber was fällt mir anhand dieser E-Mail sofort auf? Ich sehe, dort sind 2 Lizenzen, keine Mitarbeiter zugeteilt. Jetzt kann ich mal schauen, kann ich bei der Historie nachschauen, okay, vielleicht weil der Mitarbeiter gegangen ist oder weil der Mitarbeiter die Lizenz nicht mehr braucht. Das heißt, wenn ich wieder eine Lizenz nachbestellen muss, dann tue ich 2 Lizenzen weniger bestellen. Weil eine ThinkCell-Lizenz kostet einmal ein paar hundert Euro und das wäre dann schade. Das Gleiche haben wir mit den Zertifikaten gemacht. Wir von der IT, jedes Serversystem bei uns hat unmöglich verschiedene viele Zertifikate und die können natürlich auch ablaufen. Und wenn so ein Zertifikat abläuft und wir das nicht mitbekommen, dann kann es sein, dass der Server nicht mehr richtig funktioniert. Genau. Wir schauen uns kurz, weil ich ja ein Mann von Fach bin, schauen wir uns ganz kurz einmal den Abfragedienst dazu an, wie ich das gemacht habe. Ich will Ihnen damit sagen, dass es eigentlich nicht so schwer ist. Ich mache einen Abfragedienst über die Lizenzbenachrichtigungen. Dieser Abfragedienst muss mir einfach ein positives Ergebnis hergeben, damit überhaupt dieser Workflow angestartet wird. In dem Fall suche ich nach alle Lizenzen mit der Kategoriesuche, also gib mir alle Lizenzen. Dann mit einem Bedienungsfilter setze ich eine Datumsbedingung auf das Attribut Ablaufsdatum. Ich sage, ab dem heutigen Tag schau mir 20 Tage in die Zukunft und gib mir dann das dementsprechende Ergebnis. Mit dem Zeitmuster, das wir unten sehen, das ist eine Funktion von dem Abfragedienst, sage ich ihm, schau mir bitte Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr, also soll er mir diese ganze Abfrage starten. Das hilft mir aber dann nichts, weil dann kriege ich eine E-Mail, wo nichts drinnen steht. Also im Endeffekt, ich kriege gar keine E-Mail. Also muss ich die E-Mail selbst auch nochmal konfigurieren. Wie mache ich das? Ich setze einfach einen E-Mail-Dienst an, tue die jeweiligen Empfänger dann hinzufügen, in dem Fall mich und meine Kollegen. Und die Tabelle baue ich komplett gleich, wie ich die Auswertung da erstellt habe, nur dass ich diesmal eine Spalten habe. Wir kommen zum nächsten Punkt, Risikominimierung und Nachweise. Unser Gefahrstoffkataster sind alle Sicherheitsdatenblätter abgebildet, die die Monteure auf der Baustelle benötigen. Die Geschäftsleitung muss das nämlich garantieren, dass die immer am aktuellsten Stand sind. Also müssen sie mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden. Wir sehen jetzt da, das ist das Logo dazu, zu unserem Gefahrstoffkataster und die Gefahrstoffe. Das ist jetzt natürlich nur ein Bruchteil, da sind Hunderte drinnen. Ich mache jetzt einmal so einen Gefahrstoff auf. Ich sehe sofort, welcher Hersteller das ist, welche Verwendung, für was wird es verwendet.
das zugehörige Sicherheitsdatenblatt mit dem PDF-Link, wo man das Sicherheitsdatenblatt dann per PDF herunterladen kann und wann es zuletzt geprüft wurde. Warum machen wir das? Wie ich schon gesagt habe, damit die Leute mehr ins NAS schauen, haben wir die Möglichkeit für die Monteure gemacht, dass sie anstatt sie im Internet nach einem Sicherheitsdatenblatt suchen oder wir eine Überprüfung haben wegen den Sicherheitsdatenblättern, dass sie das direkt im NAS haben. Weil da haben sie nämlich sofort die Information, die sie brauchen. In dem Fall sehe ich da, was für Wassergefährdungsklasse hat es, welche H- und B-Sätze sind diesem Gefahrstoff zugeteilt, welche Schutzmaßnahmen muss er benutzen und auch die GAS-Kennzeichen. Natürlich, wenn das dann alles richtig ausgefüllt ist, beziehungsweise es bringt mir nichts, wenn es keiner wartet, die ganzen Sachen. Aber da kannst du das beste System auf der Welt haben, wenn es keiner wartet, dann wird das auch nichts bringen. In dem Fall kommen wir schon zum nächsten Punkt, und zwar Auswertbarkeit durch Einzeldatensätze. Ich habe da eine Suche erstellt für die Gefahrstoffkataster, wo ich sage, such mir bitte mal alle Gefahrstoffkataster, wo ich den Handschutz benutzen muss. Also ich suche da oben jetzt nach Handschutz, mache das auf, sehe sofort das Symbol, bisher, dass ich es visuell ein bisschen habe, und habe dann herunten sofort, wo das überall verwendet wird. Also man hat da wirklich eine große Auswertbarkeit, wenn man es halt richtig wartet. Ein anderes Beispiel sind unsere Niederlassungen. Die Mitarbeiter sind Niederlassungen zugeteilt, wo sie sind. Ich habe da ein paar Reiter erstellt, und zwar einmal mit allen Mitarbeitern, St. Stephan, Linz, Kundl, Kapfenberg und Wien. In dem Fall sehe ich jetzt alle Mitarbeiter, die in der Niederlassung St. Stephan sind. Kann natürlich daraufhin gleich nach der Rolle sortieren bzw. filtern, und da habe ich sofort eine Ergebnisse da. Ich und mein Kollege, Krasser Lukas, Heiraser Lilly. Und das geht eigentlich alles schnell und ohne Probleme. Also ich habe da mit wenig Aufwand, weiß ich, wie viele Mitarbeiter in St. Stephan haben die Rolle IT-Techniker. Da haben wir auch noch die Geltungsbereiche. Das ist jetzt noch in einem Anfangsstadium, die Geltungsbereiche, da wir ja mehrere Tochterfirmen jetzt haben, wollen wir das so selektieren, dass Mitarbeiter von der BSI zum Beispiel oder BMS Valvtech die Dokumente, Arbeitsanweisungen, Formulare, die sie gar nicht betreffen, nicht einmal sehen. Da sind wir jetzt gerade noch dabei. Wie wir uns das aber vorstellen, da habe ich meine Arbeitsanweisungen, und ich sehe, diese Arbeitsanweisungen sind diesem Geltungsbereich dann zugeteilt. In dem Fall gilt das jetzt für jeden, weil es die BMS-Gruppe ist, aber wir möchten da hinkommen, wenn es nur der BSI betrifft, dass nur Mitarbeiter der BSI dann die Formulare sehen. Genau. Und das kann man dann auch wieder auswerten. In dem Fall sehe ich BMS-Gruppe, wo das überall verwendet wird. Risikominimierung und Nachweise. Ich habe einen HSEQ-Ordner gleich auf unserer Hauptseite erstellt. Das schaut dann so aus. Damit unser Mitarbeiter sofort über den Thema HSEQ alle wichtigen Informationen hat. Er muss also jetzt zum Beispiel nicht nach einem Notfallplan extra danach suchen, sondern kann einfach da gleich reinschauen. Das ist dann untergegliedert in mehrere Sachen. Zum Beispiel, ich habe da jetzt die Umwelt und die Qualität jetzt mal geöffnet. Ich sehe sofort, welche Prozess, Arbeitsanweisungen, Formulare etc. diese Themen entspricht bzw. zugeteilt sind. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, unser BMS-Cockpit. Das ist eine Möglichkeit für den Geschäftsführer, seine Prokuristen und auch externe Berater, haben wir uns auch dabei, Aufgaben zu vergeben und diese dann übersichtlich zu machen. Man sieht da jetzt, man hat da jetzt die Prokuristen und den externen Berater abgebildet mit den Aufgaben, die ihnen zugeteilt sind. Das ist so schön für jeden in einer Spalte sortiert, damit man das sofort erkennt. Man sieht zum Beispiel, der Herr Martin Grünwald hat 6 Aufgaben auf sich zugeteilt, und mit einem Knopfdruck auf das Bild dann oben, weil das Bild ist verlinkt zu einer anderen Sicht, sieht unser Geschäftsführer sofort, aha, so viele Aufgaben sind ihm zugeteilt, mit einem schönen Tortendiagramm. Man sieht auch, überfällig ist in Rot markiert, weil soll ja bedeuten, hey, das ist schlecht. Er hat 5 überfällig, gut, dass er nicht da ist. Genau, das ist dann die Übersicht, was der Geschäftsführer hat. Unten mit der KVB-Aktion kann er die Aufgabe dann gleich bearbeiten, wenn er will, oder einen Fortschritt hinterlegen. Und unten sind es noch gegliedert zwischen Aufgaben, Vereinbarungen und welche schon abgeschlossen sind. Oder er könnte auch gleich direkt mit der KVB-Aktion eine Aufgabe anlegen. Dafür haben wir noch eine allgemeine Ansicht gemacht. Das ist eigentlich fast das Gleiche, nur mit ein bisschen mehr Informationen, wo er in einer großen Tabelle sieht, wie viele Aufgaben haben wir, für wen ist es zugeteilt und in welchem Status sie sind.
Wie schaut das Ganze dann aus, wenn man das Objekt dann öffnet? Ich sehe da die Bezeichnung, das Erstelldatum, welche Kategorie das hat, was beschrieben ist, wenn es zugeteilt ist und mit einem Fortschritt. Also der Prokurist, beziehungsweise der die Aufgabe hat, kann mit den Aktionen, er sieht natürlich nur Fortschritt bearbeiten und abschließen, kann er dann eintragen, was er alles bei der Aufgabe schon alles gemacht hat, damit der Geschäftsführer sofort weiß, aha, er hat da wohl was gemacht. Und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, wenn eine neue Aufgabe angelegt wird, bekommt der Ausführende auch eine E-Mail dazu, wo er dann direkt zu dieser Aufgabe hineingelangen kann. Man kann auch das Ganze ausdrucken, wenn man will. Genau, die Administratoren können die Maßnahmen sich noch einmal direkt bearbeiten, falls da irgendwas nicht passt, oder gleich löschen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was wir heute schon einmal angesprochen haben, und zwar das Kenntnisnahmetool. Es ist natürlich schwierig, die Mitarbeiter zu informieren, wenn sich bei einer Arbeitsanweisung oder was anderes was geändert hat. Unsere Fertigung nehmen wir als Beispiel. Wenn sich bei einer Arbeitsanweisung zum Beispiel das Material sich geändert hat, die Schrauben ist jetzt nicht mehr 50 mm lang, 60 mm. Wer wird jetzt oben gehen und das den 200 Mitarbeitern unten sagen? Ja, hoffentlich keiner. Deswegen haben wir das Maßnahmentool eingeführt. Das ist jetzt wieder meine Portalsicht, nur mal als Beispiel. Da sieht man sofort, welche Dokumente ich zur Kenntnis genommen habe. Das hat dann jeder Mitarbeiter. Aber es geht noch weiter. Wie funktioniert jetzt das Ganze? Ich erstelle eine Version von einem Objekt und habe dann die Möglichkeit, eine Rolle auszuwählen, welche Mitarbeiter es zur Kenntnis nehmen müssen. In dem Fall, jeder IT-Techniker muss das dann zur Kenntnis nehmen. Natürlich passiert das nicht sofort. Das passiert erst, wenn das Objekt freigegeben worden ist. Weil sonst bringt das ja nichts. Ich kann da jetzt nachher die Version erstellen. Die dann die Rolle zugeteilt haben, bekommen dann eine E-Mail, wo drinnen steht, bitte folge, es wurde eine neue Version erstellt von diesem Dokument. Mit dem Link kann er dann direkt zu diesem Objekt hinspringen. Er kann aber auch gleich zu seiner Übersicht kommen, wo er vielleicht noch mehrere Kenntnisnamen drinnen hat. Und das schaut dann nachher so aus. In dem Fall haben wir einen Prozess, Bereitstellung IT-Equipment und IT-Stammdaten. Er hat oben dann ein Feld zur Kenntnis nehmen. Und sobald er das dann betätigt, wird dann ein Haken gesetzt. Also wird bestätigt für ihn visuell, dass er das zur Kenntnis genommen hat. Natürlich kann man das Ganze jetzt auswerten. Ich bin da in einer Arbeitsanweisung drinnen, die Arbeitsanweisung 104, Dokumentenablage Einkauf, und sehe schon, welcher Mitarbeiter muss das jetzt noch zur Kenntnis nehmen. Da habe ich 3 drinnen, natürlich zensiert. Ich habe aber noch die Möglichkeit zu sagen, wer hat das schon zur Kenntnis genommen. Genau, man kann das auch ausdrucken, das kennen wir alle eh. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Ich hätte noch vorgeschlagen, ich habe das BMS-Portal bei mir lokal noch auf dem Computer aufgetan. Wenn Sie irgendeine Sache noch genauer anschauen möchten, können wir das natürlich gerne machen. Dankeschön. Also, dankeschön. Ich bin das erste Mal. Dankeschön. Gut, ja, was habt ihr für Fragen an den Lukas? Mach mal Ladies first. Dankeschön. Ja, ich habe schon eine Frage zu den ganzen Berechtigungen. Also ich denke mal, diese ganzen IT-Geschichten sind dann nur Sie als IT-Admins. Ja, genau. Und das mit der Aufgabenverteilung, das Aufgabenmanagement? Bei der Aufgabenverteilung haben wir eine Gruppe gebildet und diese Gruppe kann Aufgaben dann bearbeiten. Also in dem Fall sind es die Assistenzen, genau der Prokuristen und der Geschäftsführung, die haben dann die Berechtigung, Aufgaben anzulegen oder zu bearbeiten. Also wir haben die ACL so gemacht, dass das sehr unkompliziert ist. Ich habe eine eigene Gruppe gemacht, da steht einfach drin BMS Cockpit Admins und die haben dann die Berechtigungen, die sie brauchen. Okay, super. Und die Rollen, also diese Kenntnisnahmen, das ist dann auch nur derjenige, der das verteilt? Oder wer kann dann was sehen? Kann jetzt jeder sehen, der Müller Franz hat das noch nicht zur Kenntnis genommen? Also nein, natürlich nicht. Diese Sicht ist nur für Bereichsleiter und höhere Leitungen freigeschaltet und Administratoren. Die Gefahrstoffdatenblätter, da
wurde der Außendienst als Zielgruppe dafür genannt. Greift denn ein Außendienst im Außeneinsatz darauf zu? Jeder Monteur oder Leitungsmonteur hat ein Notebook. Mit dem kann er auf den gleich zugreifen. Montageleiter, so ist das die richtige Rolle. Du hast gerade gesagt, der Außendienst kann auf Relais zugreifen. Ja. Ist es dann mit einem Tablet? Weil wir haben jetzt da Probleme, dass wir das Außendienst, also unsere Monteure, Ja. wenn sie nicht im Netz sind, auf Relais zugreifen können. Ja, weil wir haben, wenn man nicht im internen Netzwerk ist, eine VPN-Verbindung zu unserer Firma hin. Okay, Das heißt, man fährt mit einem Tunnel zu unserer Infrastruktur. Okay, dann muss ich dann über das VPN anmelden und dann... Nein, muss er nicht, weil bei uns wird jeder mit einem Token authentifiziert. Der ist gerade bei meinem Notebook angesteckt. Dieser Token hat ein Zertifikat hinterlegt und mit diesem Zertifikat wird er automatisch mit dem VPN-Tunnel verbunden. Also er muss eigentlich gar nichts machen, nur sich mit einem WLAN verbinden. Okay, ja, gut, danke. Und dann habe ich jetzt auch noch eine weitere Frage zu dem Gefahrstoffkataster. Das ist ja so ein Arbeitsschutzthema auch. Und inwieweit habt ihr dann weitergedacht, aus den Gefahrstoffen ergeben sich ja dann Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen. Ist das auch alles dann im NACE mit abgebildet und verknüpft oder habt ihr jetzt bisher nur das Gefahrstoffkataster und oder wo pflegt ihr dann die Gefährdungsbeurteilungen? Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich jetzt mehr der technische Ansprechpartner bin. Ich weiß nur, manche Gefahrstoffkataster sind bei manchen Prozessen verlinkt, aber mehr weiß ich jetzt dazu jetzt leider auch nicht da. Okay, danke. Ja, ich wollte mal nachfragen, wie das läuft, wenn ihr das wirklich als Intranet-Tool verwendet. Wie sind denn da zum Beispiel die News verwaltet? Wird das tatsächlich im Schema gemacht oder über einen Link gesetzt aufeinander? Es kommt auf die News an sich selber drauf an. Ich meine, ich könnte das jetzt eigentlich einfach zeigen. Ich muss nur kurz aufpassen. Aber bei uns sind die News ein eigenes Objekt. Man hat dort dann die Möglichkeit, entweder eine Verlinkung zu machen oder einfach den Text, den man mitteilen will, in das Textfeld dann reinzuschreiben. Darauf kannst du auch Fotos hinzufügen. Also das kannst du eigentlich machen, wie du dann willst. Zum Beispiel das Video, wie schon gezeigt, da wird einfach ein Foto eingefügt, das wird dann das Hauptseitenfoto und hinter diesem Foto ist dann einfach eine Verlinkung.